Super dünne Stricknadel 1 mm. Was ist das für ein Ding? Wie zähmt man sie? Und vor allem, wo findet man sie? Hallo, mein Name ist Katharina und du bist auf dem Kanal, wo normale Zeitung in einzigartige und praktische Dinge verwandelt wird. In diesem Video verrate ich dir endlich, wo ich meine extra dünnen Stricknadeln gefunden habe. Wir vergleichen verschiedene Varianten aus unterschiedlichen Materialien und wählen die beste aus. Außerdem teile ich mit dir, welche große Herausforderung beim Drehen solch winziger Röhrchen auf dich warten kann und wie du sie vermeidest. Los geht's! Ich sage es gleich, diese Stricknadeln zu finden, war eine echte Herausforderung. In Handarbeitsgeschäften, Wollläden, Haushaltswarenläden und sogar in riesigen Baumärkten meine Suche blieb erfolglos. Ich musste nach dem Prinzip Versuch und Irrtum vorgehen. Dafür kann ich jetzt meine Erfahrungen mit dir teilen und dich vor diesem dornigen Weg bewahren. Alles begann damit, dass ich tatsächlich eine Stricknadel von 1 mm gefunden habe. Aber es gab ein riesiges Aber. Die Länge dieser Stricknadeln betrug gerade mal 20 cm. Und wie sich herausstellte, das ist katastrophal wenig. Ich will nicht streiten, man kann ein Röhrchen drehen, aber es ist viel schwieriger und dauert um ein Vielfaches länger. Dann kam ein Hausmittel zum Einsatz, ich zog dünne Stäbchen aus Wunderkerzen heraus. Sie sind etwas länger und das Drehen war etwas leichter. Allerdings ist das eher eine vorübergehende Lösung für ein paar hundert Röhrchen. Für die ständige Arbeit ist das Metall dort zu weich, es verformt sich sehr leicht. Ich habe sogar versucht, auf Blumenstäbchen zu drehen. Aber ihre Beschichtung erzeugt einen enormen Widerstand mit dem Papier und so ein Stäbchen herauszuziehen, ist ein echtes Abenteuer. Außerdem ist das Metall dort auch zu weich. Kurz gesagt, diese Stäbchen haben mich so sehr enttäuscht und geärgert, dass ich sie irgendwo weit weg aus den Augen geworfen habe und sie nicht mal für das Video wieder finden kann. Du musst mir einfach glauben, verschwende nicht deine Zeit damit. Und schließlich stieß ich auf Carbonstäbe. Ich dachte, das ist ja ein unglaubliches Glück. Carbon ist ein super Material. Daraus werden schließlich Rahmen für Profifahrräder gemacht, sie halten kolossalen Belastungen stand. Also müssen sie für das Röhrchendrehen ewig halten. Aber ich habe einen unerwarteten Faktor nicht bedacht, der mir einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Diese Stäbe erwiesen sich als zu leicht und flexibel. Zu sehr, einfach viel zu sehr. Das ist wirklich ungemütlich. Außerdem spüren die Finger dieses Carbon überhaupt nicht und deshalb versucht man instinktiv, den Stab fester zu drücken. Ich weiß, es mag scheinen, als würde ich mir alles aus den Fingern saugen und aus einer Mücke einen Elefanten machen. Aber glaub mir, wenn man das 1000. Röhrchen dreht, werden nicht nur die Finger müde, sondern auch die Handgelenke und sogar die Schultern von der übermäßigen Anspannung. Genau in solchen Momenten versteht man, das Problem liegt vielleicht nicht an der eigenen Drehtechnik, sondern am Werkzeug. Und so habe ich, nachdem ich unzählige Varianten ausprobiert habe, endlich die perfekten Edelstahl-Rundstäbe gefunden. Bisher ist das das Beste, was ich in den Händen hielt. Übrigens ist das formell gar keine Stricknadel, sondern ein Edelstahl-Rundstab. Abgesehen davon, dass es sich um exakt 1 mm handelt, sind sie auch noch 50 cm lang. Und diese Länge ist einfach ein Glücksgriff für unsere juwelierfeinen Röhrchen. Sie haben einen präzisen Schliff, der das Papier nicht einhakt und die Oberfläche ist absolut glatt. Außerdem sind sie schwerer als Carbon und die Finger spüren sofort das Werkzeug. Kurzum, ich kann nicht aufhören, mich zu freuen, dass ich endlich gefunden habe, wonach ich gesucht habe. Damit du meinen langen Weg nicht wiederholen musst, habe ich den Link zu diesen Edelstahl-Rundstäben auf meiner Amazon-Seite hinterlassen. Schau in die Beschreibung und in den angepinnten Kommentar. Aber einen Rundstab zu finden und zu kaufen, das ist nur die halbe Miete. Die zweite Hälfte ist, diesen Millimeter Rundstab mit dem Papier anzufreunden. Und hier möchte ich dich gleich beruhigen,
Die Technik beim Röhrchendrehen auf eine 1 mm Stricknadel unterscheidet sich nicht von der üblichen. Alles ist beim alten dieselben Bewegungen, dasselbe Prinzip. Das Einzige ist, die 1 mm Stricknadel ist sehr zickig, was die Papierwahl angeht. Nicht mit jedem Papier ist sie bereit, sich anzufreunden. Und genau hier kommt das Wichtigste. Wenn du mein Tutorial darüber, wie man die Streifenbreite richtig an den Durchmesser der Stricknadel anpasst, noch nicht gesehen hast, schau unbedingt rein, den Link lasse ich in der Beschreibung. Kurzer Spoiler: Der Durchmesser der Stricknadel, die Streifenbreite und am allerwichtigsten die Dichte des Papiers spielen beim Röhrchendrehen eine riesige Rolle. Und wenn es um die 1 mm Stricknadel geht, entscheidet die Papierdichte alles. Je dünner das Papier, desto einfacher ist es, es auf so eine super dünne Stricknadel zu wickeln. Als ich anfing, die Welt des Papierflechtens kennenzulernen, kaufte ich ab und zu super dünnes Seidenpapier. Es ist unglaublich dünn und sehr geschmeidig. Und was besonders schön ist, die Blätter sind glatt und absolut sauber, ohne jeglichen Aufdruck. Für das Drehen auf einen 1 mm Rundstab ist das einfach ein Traum. Das Papier lässt sich leicht aufwickeln und das Ergebnis ist einfach atemberaubend. Aber vor gut 5 Jahren sind wir in eine neue Stadt gezogen. Neue Bekanntschaften, neue Nachbarn, wunderbare Menschen, die sich sehr schnell für das, was ich tue, begeisterten. Und mit großem Enthusiasmus fingen sie an, mir all ihr Papierspamm zu geben. Werbegazetten, Prospekte, gelbe Seiten. Später kamen Leute aus TikTok und Instagram dazu, sie begannen auch zu schreiben und ihre Makulatur anzubieten, damit ich daraus etwas Wunderschönes erschaffen kann. Leute, vielen, vielen Dank, das ist unglaublich rührend. Kurzum, die Notwendigkeit, Papier zu kaufen, hat sich für mich einfach in Luft aufgelöst. Aber bei der Vorbereitung dieses Videos entschied ich muss unbedingt dieses Seidenpapier empfehlen. Ich besuche den Online-Shop, wo ich es früher bezogen habe, und es ist überhaupt nicht mehr im Sortiment. Gar nicht. Kurzerhand ein anderes Unternehmen gefunden, bestellt, darauf gewartet, getestet. Und ich sage ganz ehrlich, das Papier ist nicht schlecht. Aber für den Millimeter Rundstab ist es doch etwas zu dick. Ich habe lange überlegt, soll ich weiter suchen oder alles so erzählen, wie es ist. Ich habe beschlossen, ehrlich zu sein. Und außerdem, wenn ich ständig neue Varianten bestelle, werde ich in diesem Papier einfach untergehen. Deshalb habe ich jetzt, solange noch kein idealer Ersatz für Seidenpapier gefunden ist, einen anderen Favoriten: alte Telefonbücher und gelbe Seiten. Dort ist das Papier maximal dünn und darauf zu drehen ist ein pures Vergnügen. Also wenn bei dir noch so ein Buch auf Lager liegt, wisse, das ist ein wahrer Schatz für das Drehen winziger Röhrchen. Übrigens habe ich auf meiner Amazon-Seite gleich mehrere Links hinterlassen. Natürlich für diese idealen Edelstahl-Rundstäbe für das Papier, das ich bereits getestet habe, und für Varianten, die ich erst noch bestellen werde. Ich werde sie nach und nach aktualisieren, schau also gerne vorbei. Na, das ist eigentlich meine ganze ehrliche Erfahrung mit dem Millimeter Rundstab. Ein langer, hochwertiger Edelstahl-Rundstab plus das richtige dünne Papier und das Drehen wird zum Genuss und nicht zur Tortur für die Hände. Hast du schon mal probiert, mit einer 1 mm Stricknadel zu arbeiten? Oder hast du vielleicht deine eigenen Geheimwerkzeuge? Schreib es unbedingt in die Kommentare, ich bin sehr gespannt, von deinen Erfahrungen zu lesen. Wenn das Video nützlich war, dein Like und Kommentar werden den Kanal sehr unterstützen. Und abonniere natürlich, falls du noch nicht abonniert bist, um keine neuen Videos zu verpassen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!